mir war dann wichtig, dass man dieses Scheitern und das moralisch Fragwürdige nicht ausklammert und versucht zu übertünchen, sondern quasi mit in den Kompositionsprozess reinnimmt und das mitkomponiert. The future of music. How is music and innovation going to work together? Die Zukunft der Musik. Hast du eine Vision davon? Ich hoffe, sie wird noch vielfältiger. Sie wird vielfältiger in dem, wie ein Konzert gestaltet ist, in ihren Präsentationsformen, wie sie zu den Menschen kommt, wie sie jetzt im Bereich neuer Musik, welches Publikum sie anzieht, wen sie verbindet, wen sie anspricht, was sie thematisiert. Ich finde, da ist schon sehr, sehr viel in Bewegung und ich bin da jetzt nicht so pessimistisch. Ich hoffe, das wird noch weitergehen. Die Musik, die du schreibst, ist eine stark jetzt-orientierte. Ich habe immer das Gefühl, dass du den Gegenwartsmoment in seine Einzelheiten sezierst, so ein bisschen eher nicht Geschichten erzählst, sondern vielleicht Zustände beschreibst. Ist das zutreffend? Wie ist deine Musik? Ja, also es gibt einen starken Jetzt-Bezug. Es gibt allerdings auch viele Bezüge zur Tradition oder eben der Versuch, Brücken zu schlagen. Also in einer meiner neuesten Kompositionen, die auch mit Film zu tun hat, Mountain and Maiden, zu einem Film von Schmuel Hoffmann und Anton von Heiseler. Da habe ich für Keyboard, Klavier mit Stimme komponiert und da gibt es zum Beispiel eine strenge Fuge, allerdings für Keyboard, das 88 Samples hat und insofern ist die Fuge vielleicht nicht so leicht nachzuvollziehen, rein klanglich, aber also der kompositorische Moment ist so, also ich arbeite oft streng eigentlich. Wen sprichst du an mit deiner Musik? Brauchst du es, jemanden, ein Zielpublikum zu haben, einen Adressaten? Oder ist es wichtig, dass Musik immer für alle gültig ist? Ja und nein. Also ich würde schon hoffen, dass ich viele verschiedene Menschen ansprechen kann und auch auf unterschiedliche Art und Weise. Gerade das neue Musikpublikum ist ja auch sehr speziell. Das ist nicht unbedingt mein Zielpublikum, auch wenn es effektiv öfter mein Publikum ist. Ich finde es auch ganz wichtig, anderes Publikum zu haben, und zwar auch generationsübergreifend. Also auch Kinder können Publikum sein, alte Menschen, also ganz unterschiedlich und dann auch jenseits der kulturellen Grenzen und da finde ich selbst ganz interessant, denn das ist gleichzeitig, wenn man dann immer sagt, ja, die Sprache der Musik geht über alle Grenzen, so stimmt das ja auch wieder nicht. Es gibt schon viele Grenzen und das habe ich auch in verschiedenen musikalischen Beschäftigungen, die ich so in den letzten Jahren hatte, auch mit anderen musikalischen Kulturen und Zusammenhängen gelernt, dass das gar nicht unbedingt so immer ist, dass man das ohne weiteres verstehen kann, nur weil keine Worte, keine Sprache, die man jetzt übersetzen müsste, dabei ist. Man muss es schon auch zum Teil übersetzen, beziehungsweise bestimmte Dinge sind jetzt auch für mich ganz fremd, die ich dann neu lernen kann, aber man kann vielleicht versuchen, so eine Art Öffnung zu haben, dass man wie so eine Art, es muss sich ja nicht immer alles erschließen, aber dass man so ein paar kleine Scharniere hat oder Türen, die irgendwo hinführen, wo auch noch jemand ganz anderes vielleicht was mit anfangen kann.
Ist das ein Dekodieren oder ist es ein Kodieren, indem man Codes aus anderen Musikkulturen einpflicht, sodass die eigene Musik besser zu verstehen ist? Oder ist das ein Dekodieren, indem man Musik von woanders mit einpflicht und durch deine Musik diese Codes zu entschlüsseln lernt? Ich habe das jetzt in ein paar verschiedenen Werken, bis jetzt kommt es vor, dass ich mich mit anderen musikalischen Kulturen, Traditionen beschäftigt habe. Wie auch in unserer europäischen Musikkultur gibt es ja ganz verschiedene Sachen und ich meine, dann ist es vielleicht auch dort mal ein Stück, jetzt im Ultraschallfestival ist ein Streichquartett, da war der Auftrag auch, dass ich mich mit einem Mozart-Streichquartett beschäftigen sollte. Das ist ja auch dann wiederum eine Form also dass man ein Gegenüber hat musikalisch, mit dem ich dann arbeite, wo ich mich auseinandersetze und irgendwie eine Position vielleicht beziehe, gucke, was hat das mit mir zu tun. Das ist dann vielleicht weniger politisch. In anderen Fällen, also zum Beispiel in meiner Oper Sacrifice, die 2017 in Halle uraufgeführt wurde, da habe ich mich auch mit verschiedenen Musikkulturen beschäftigt, die zum Teil irgendwie ein bisschen reinkamen in meine musikalische Welt und da ist eigentlich mir etwas aufgefallen, dass, also wenn man von Wurzeln spricht, also meine musikalischen Wurzeln sind jetzt vielleicht hier die abendländische Musik oder so etwas, gleichzeitig sind die Wurzeln ja nichts, was stehen bleibt, sondern die Wurzeln wachsen weiter. Und wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige, mit fremden Kulturen, dann ist das wahnsinnig bereichernd, wie man es in der Pflanzenwelt sieht, wie Pflanzenwurzeln immer weiter wachsen, nicht nur oben, sondern da unten unterhalb des Erdreichs auch, wie die zum Teil Symbiosen mit Pilzen oder irgendwie sowas eingehen. Das finde ich ein sehr schönes Bild und eigentlich ein positives, utopisches Bild für unsere Gesellschaft auch. Also dass man das eben selbst auch an sich heranlässt und das eigene auch wachsen lässt. Mir ist immer wichtig, dass ich nichts zitiere, dass man nicht wie in so einem Souvenirladen sich dann da irgendwas rausnimmt, um es exotischer oder irgendwie interessanter klingen zu lassen, sondern dass ich versuche, ja, irgendwie mich wirklich nochmal anders tiefer, auf einer tieferen Ebene damit auseinanderzusetzen, sodass das mich auch berührt und dann irgendwie ich das irgendwie anders wieder quasi in meine Musik auch einfließt. Trotzdem gibt es natürlich auch diese moralischen Bedenken zum Teil und bei diesem Filmprojekt zum Beispiel habe ich das dann auch darüber wiederum versucht zu thematisieren, indem ich bestimmte Tonsysteme gegeneinander gestellt habe, geschoben habe, um so einen Konflikt tatsächlich auch aufzuzeigen, die Möglichkeiten der Verbindung, aber auch das, wo es sich reibt und wo dann auch so ein Unverständnis vielleicht von einem selbst da ist, dass ich das sozusagen musikalisch mit thematisiert habe oder zumindest das versucht habe. Ich weiß nicht, ob sich das so vermittelt letztlich, aber es war zumindest für den Kompositionsprozess wichtig und sonst würde das Stück ganz anders klingen. Experimenteller, künstlerischer Dokumentarfilm über ein 10-jähriges Mädchen, das in Neu-Delhi oder am Rande der Stadt an einer Müllkippe lebt und von der Müllkippe lebt, mit ihrer Familie. Und als ich gefragt wurde, Musik dazu zu schreiben, kamen wir dazu, dass das Ganze eine Art Stummfilm sein kann, eine Art Stummfilm im 21. Jahrhundert. Wenn man im 20. Jahrhundert an einen Stummfilmpianisten denkt, so ist es hier eher ein Stummfilm-Keyboarder,
Der hat mehrere Tastaturen, also eine Keyboard-Tastatur mit 88 Tasten, wie auch einen normalen Flügel noch dazu, der auch verstärkt ist. Dann gibt es noch ein weiteres kleines Keyboard und tatsächlich ist der ganze Film stumm. Ich habe von den Filmemachern O-Töne bekommen und habe dann 88 Samples kreiert, die zum Teil auf diesen O-Tönen basieren, wobei ich die dann immer auch noch verfremdet habe, verfälscht, gebrochen, analysiert, manchmal Frequenzen rausgezogen, dann auch selber Sachen aufgenommen habe oder auch rein elektronische Klänge geschaffen habe oder andere Funde oder auch verschobene, verfremdete Klavierklänge sind auch noch mit dabei. Also eine bunte Mischung, die allerdings eine mikrotonale Skala ergibt. Und für mich war die ganze Thematik sehr erschütternd, neu. Ich hatte mich damit noch nicht beschäftigt und da ist natürlich auch gleich die moralische Frage, wie kann man zu sowas überhaupt Musik schreiben, ist das eigentlich in Ordnung? Und mir war dann wichtig, dass man dieses Scheitern und das moralisch Fragwürdige nicht ausklammert und versucht zu übertünchen, sondern quasi mit in den Kompositionsprozess reinnimmt und das mitkomponiert. Das habe ich auf verschiedene Art und Weise getan. Zum einen ist das Ganze so ein bisschen wie mikroinszeniert, also es gibt diesen krassen, sehr, sehr starken Film, der groß projiziert ist, der unglaubliche Bilder hat, die natürlich auch an sich schon hochkünstlerisch sind und auch viele Fragen anregen, auch wenn man es ohne jeden Ton hört. Wenn man eben dieses Mädchen auf diesem Müllberg sieht, gleichzeitig ist es sehr ästhetisch, also da sind schon viele, viele Fragen dran. Es sieht romantisch aus, ist es natürlich gar nicht. Es ist, dann steigen diese Dämpfe aus dem brennenden Müll auf. Das sieht optisch schön aus, ist natürlich Gift für die Lunge. Ja, also und das, wie konnte ich darauf musikalisch reagieren, indem ich auch solche Brechungen einkomponiere. Es gibt dann einerseits Klavierklänge, dann gibt es diese ganzen O-Töne, die dann nochmal gebrochen sind. Es gibt den O-Ton vom indischen Wasser zum Beispiel, das Mädchen zur Verfügung hat, um sich das Gesicht am Morgen zu waschen. Ein leises Plätschern, das kann man hören. Dann habe ich bei uns zu Hause einfach aufgenommen, wenn wir den Hahn voll aufdrehen, kommt ein weißes Rauschen raus. Das weiße Rauschen ist ja auch jetzt in der neuen Musik fast schon ein Emblem, quasi ein Zeichen. Und das ist kompositorisch zum Teil so eingesetzt, dass es das andere auslöscht. Das wird man vielleicht so nicht verstehen vom reinen Hören, aber es war für das Komponieren für mich wichtig, dass ich eben solche Momente einkomponiere und mitkommentiere und diese Begegnung auch somit thematisiere, denn ich war ja anders als die Filmemacher nicht dort. Ich kann mich nur aus dieser gemütlichen Perspektive hier dem nähern und das ist natürlich völlig absurd und es ist auch absurd, dann einen Konzertflügel vor diesem Müllberg stehen zu haben. Und dieses Bild gibt hoffentlich dem Publikum ein paar Fragen mit, wo sie vielleicht dann dadurch anfangen, sich selbst mit dieser Thematik zu beschäftigen.